Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe eine richtig coole neue Marke mit dabei, die wir schon länger bei uns im Sortiment mit drin haben, aber ehrlich gesagt bin ich einfach noch nicht dazu gekommen, sie euch vorzustellen. Deswegen allerhöchste Zeit, dass wir das nachholen. Und zwar geht es um die wunderschöne Marke Etat Libre d'Orange. Wir haben aktuell 3 Düfte im Sortiment, aber werden auf jeden Fall noch neue kommen. Und was soll ich sagen? Die Düfte sind wirklich sehr einzigartig. Jede der 3 Düfte geht wirklich in eine komplett andere Richtung. Und was ganz interessant ist, die Marke orientiert sich bei ihren Düften schon an Geschichten, Gedichten oder ähnlichen Dingen, was ich total schön finde. Ich bin Fan von Marken, die sich wirklich viel Gedanken machen, was die Düfte ausdrücken sollen und die auch eine ordentliche Basis haben. Von dem her, lasst uns doch mal direkt reinstarten. Wir starten mit dem allerersten Duft, den ich euch in der Original-Umverpackung mitgebracht habe. Und zwar ist das der You or Someone Like You. Und während ich den mal gemeinsam mit euch auspacke, kurz ein paar Side-Facts. Der Duft ist dem gleichnamigen Roman von Chandler Burr gewidmet. Ich kenne ihn nicht, ehrlich gesagt. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wenn ihr ihn kennt. In dem Roman geht es anscheinend um Los Angeles bzw. Hollywood und anscheinend soll eben diese Lebensfreude, diese Energie in diesem Duft zusammengefasst werden. Okay, schauen wir uns gleich mal genauer an. Erstmal kurz ein paar Worte zu dem Flakon an sich. Ist so ein bisschen ähnlich wie die Umverpackung auch, was das Design angeht. Liegt schön schwer in der Hand, relativ minimalistisch, würde ich jetzt mal sagen. Aber genug zum Äußeren. Lasst uns mal schauen, was im Inneren von dem Flakon mit drin ist. Ob das Hollywood repräsentiert. Ehrlich gesagt, wenn ich an Hollywood denke, muss ich so an Glamour, Glitz, Sternchen denken. An irgendwas total Schweres. Und das, was ich gerade schon rieche, würde ich jetzt im ersten Step mal nicht mit Hollywood oder im klassischen Szene verbinden. Denn es startet total frisch, grün. Was auf jeden Fall im ersten Riechen rauskommt, Minze, richtig cool, aber wir haben auch was leicht Süßes, was mit rauskommt. Wir haben hier nämlich eine Rosengeranie mit drin, das heißt, wir haben auf jeden Fall Rose mit drin, aber nicht blumig voll in your face, sondern wir haben wirklich was Grünes, Erfrischendes, was diese Rose wirklich ein bisschen abschwächt. Das heißt, cooler Unisex-Duft würde ich sagen, Rosendüfte tendenziell ja vielleicht eher für Frauen geeignet. Der Someone Like You auf jeden Fall nicht, weil wir wirklich schöne grüne Aspekte und Nuancen mit drin haben. Der Duft ist fast schon so ein bisschen belebend für mich. Ich muss da an so Mineralwasser denken, was schön sprudelt. Wir haben Minze mit drin und ein bisschen gurkig riecht der auch. Aber Gurke, ich schaue mal kurz, nein, haben wir nicht mit drin. Aber es hat so was Erfrischendes von so einer schönen Limo, hausgemacht. Und nebendran steht so ein heller Strauß Rosen und da wird diese sprudelnde Limo mit Gurke und Minze getrunken. Sehr cool. Ein Duft, der perfekt auch in die wärmeren Jahreszeiten passt und ein ganz, ganz toller Alltagsbegleiter ist. Also unkompliziert, Unisex für die wärmeren Jahreszeiten. Sehr cooler Start, auch wenn ich mir, wenn ich Hollywood höre, ein bisschen was anderes vorgestellt habe. Aber vielleicht geht es um die grünen Hügel, wobei ist da so viel grün? Na, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall cooler Start. Auch im nächsten Duft spielt Rose eine gewisse Rolle, aber vielleicht nicht in der Hauptrolle. Und zwar geht es um The Exit the King. Auch ein sehr, sehr cooler Duft, wie ich finde, der aber in eine etwas andere Richtung geht. Und zwar soll das eine moderne Interpretation eines klassischen Chypre-Dufts sein. Ja, okay, ich habe mich auch mal auf die Suche gemacht, was ist denn eigentlich ein klassischer Chypre-Duft? Und wie spricht man das überhaupt aus? Also alles nicht so einfach. Kurz zusammengefasst, ein klassischer Chypre-Duft ist quasi ein Start mit eben was frisch-zitrischem, was dann abgerundet wird durch holziges Eichenmoos. Etat Libre hat mit dem Exit the King wohl einen modernen Chypre-Duft entwickelt, denn er startet anders im ersten Riechen, also nicht ganz frisch-zitrisch, sondern eher leicht synthetisch. Wir haben nämlich Aldehyde in diesem Duft mit drin. Also ich finde, dass da im ersten Riechen jetzt nicht Zitrus pur rauskommt, nee, sondern wie ein weißer, feiner Nebel fühlt sich dieser Duft an. Leicht synthetisch und dann kommt nach und nach so ein bisschen was Zitrisches auf jeden Fall mit rein. Also ich glaube, so diesen Grundcharakter von Chypre-Düften, der ist auf jeden Fall mit drin. Als ich mir das so durchgelesen habe, was so ein Duft ausmacht, dachte ich mir so, es hört sich irgendwie ein bisschen altbacken an. Der Exit the King ist nur, um das schon mal vorwegzunehmen, nicht altbacken, sondern er ist für mich jugendlich, modern und wirklich cool interpretiert. Auch hier haben wir am Anfang eben diesen weißen Nebel mit Moschus, Aldehyden, ein bisschen Pfeffer, dann was leicht Zitrisches
Und dann im Verlauf kommt schon dieses moosige, holzige auf jeden Fall mit rein. Ist für mich jetzt nicht so ein mega intensiver Duft, deswegen auch ein Duft, den du gut im Alltag tragen kannst und der einfach sich so ein bisschen aus der Reihe der klassischen Düfte schon hervortut. Ich habe ja vorhin in der Einleitung schon gesagt, na, wir haben hier auch schon was Rosiges mit drin. Allgemein haben wir wirklich eine Herznote mit wunderschönen Blüten, die nicht zu intensiv sind. Also auch hier, liebe Herren, es ist ein Unisex-Duft. Könnt ihr getrost tragen, ist kein femininer Duft, obwohl wir hier unterschiedliche Blüten mit drin haben. Die sind wahrnehmbar. Es gibt so was leicht Süßliches mit rein, aber dadurch, dass wir das Chypre-Duft-typische mit dem Eichenmoos und mit dem Holzigen haben, was einfach im Verlauf mit reinkommt, wird das alles eingefangen, abgeschwächt, ein bisschen abgerundet, ein bisschen geerdet und damit auch gut für Männer tragbar gemacht. Ich habe ja gesagt, die Sillage ist jetzt nicht überdurchschnittlich. Dafür finde ich die Haltbarkeit von dem Duft wirklich richtig cool. Das heißt, es ist wirklich ein verlässlicher, Logo nach vorne, ein verlässlicher Alltagsduft, der den ganzen Tag über dich wunderschön begleitet. Wirklich cool und schon auch sehr anders als der Someone Like You. Ich finde, der Exit the King ist so ein bisschen, zwar auch hell, aber nicht ganz so frisch, nicht ganz so dieser Kick, der mit reinkommt, sondern ein bisschen gesetzter, ein bisschen eingenebelt eben, einfach ein bisschen dumpfer als der Someone Like You. Für mich von der Jahreszeit her relativ flexibel zu tragen. Er ist halt nicht mega intensiv, das heißt so in den kälteren Jahreszeiten, vor allem jetzt Winter, wenn du auffallen möchtest, würde ich vielleicht zu was anderem greifen. Tendenziell geht der für mich aber auf jeden Fall das ganze Jahr über. Also ich weiß auch nicht, warum die Marken es mir manchmal so schwer machen, die Düfte vorzustellen, indem sie sich einen Namen aussuchen, der einfach ein absoluter Zungenbrecher ist. Es ist der Wahnsinn. So, ich muss ablesen, wie der neue und nächste Duft heißt. Der heißt, Achtung, absoluter Französisch-Profi ist jetzt am Werk. Herman à mes côtés me paraissait une ombre. Alles klar. Tatsächlich ist der Duft aber abgeleitet aus einem Gedicht. Ich kannte dieses Gedicht nicht, aber googelt mal danach. Und so hell wie der Exit the King war, also der Nebel, wie ich es beschrieben habe, so dunkel ist der Nebel bei diesem Duft, wenn man daran riecht. Ein richtig cooler, besonderer Duft. Ich habe sowas in die Richtung noch nie gerochen. Wir haben einen würzigen Start. Wir haben was Dunkles, was ein bisschen Geheimnisvolles. Richtig cooler Start. Ich musste auch ein bisschen an Weihrauch denken. Tatsächlich ist da Galbanum drin, ein Harz. Das ist das, was ich wahrscheinlich rieche. Würzig mit Pfeffer. Also sehr cool und das ist verrückt. Wir haben hier einen ganz coolen Twist mit drin, denn was dann rauskommt, ist eine schwarze Johannisbeere. Wir haben einfach diese leichte Säure von dieser schwarzen Johannisbeere mit drin, was den Duft jetzt nicht mega fruchtig macht. Also nein, kein Fruchtbombenduft, nein, der entwickelt sich auch nicht in die Richtung, aber das ist so eine coole Kombination. Harzig, pfeffrig, schwarze Johannisbeere und dann kommt schon Weihrauch mit raus. Wir haben zwar das Harzige, dann in Kombination mit diesem Weihrauch cool und trotzdem nicht zu schwer. Ich finde, Weihrauchdüfte sind ja oft sehr, sehr, sehr dunkel, schwer zu tragen auch, meistens eher in den kälteren Jahreszeiten, meistens nur abends. Ich finde, dieser Duft wird nicht zu schwer. Der ist auch gut für den Alltag zu tragen. Man muss natürlich vorsichtig sein, wie viel man aufträgt, aber ich finde, der kann auch im Alltag wirklich gut funktionieren. Wir haben auch in diesem Duft Rose mit drin. Das heißt, das kommt immer ab und zu mal so ein bisschen raus, so ein kleiner Rosenakzent, aber auch hier super Unisex-Duft. Sehr unkompliziert zu tragen. Der Duft hat einen ganz, ganz spannenden Verlauf. Es lohnt sich wirklich, wenn du den aufträgst, immer mal wieder an der Haut zu riechen, weil da immer was anderes rauszuriechen ist. Wir haben auch hier eben die Rose, die immer mal wieder dezent rauskommt. Und was aber besonders ist, dass wir auch Geosmin mit drin haben. Ja, ich liebe es auch, wenn solche Begriffe in den Duftnoten mit drin stehen. Aber mal ganz vereinfacht gesagt, stell dir vor, es ist Sommer, es war lange trocken und jetzt regnet es endlich, dann hat doch der Boden so einen ganz speziellen Geruch. Geosmin macht das Ganze so ein bisschen erdig, holzig und das ist ganz schön. Der Duft ist nicht so intensiv, es ist einfach ein dunklerer Schleier, der einen umgibt, wenn man den aufträgt und es ist einfach eine super Kombination. Wir haben eben auch Patchouli zum Beispiel mit drin. Auch das unterstützt natürlich diesen erdigen Touch. Und trotzdem haben wir eben dieses leicht
süß, saure mit der Johannisbeere, mit der Rose. Cool, also wirklich, da tut sich was. Das ist für mich ein richtig cooler Nischenduft, weil da passiert so viel auf der Haut. Und das liebe ich und das schätze ich, wenn Parfümeure sowas hinbekommen. Ja, der Name ist lang, kompliziert, für mich fast nicht aussprechbar, aber hey, ist egal. Solange das Parfüm so geil ist wie dieses, lohnt es sich allemal. Ist auch ein schöner Alltagsbegleiter, ein Duft, den ich jetzt eher in den etwas kälteren Jahreszeiten tragen würde, dadurch, dass er ein bisschen einen dunkleren Touch hat. Also Hochsommer, sonst, ja, da kann man den auf jeden Fall flexibel tragen. Sillage, richtig angenehm, nicht zu intensiv. Also ich muss sagen, wieder eine coole Marke. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschnuppern. Lass mir mal in den Kommentaren da, ob du einen von den Düften schon kennst, wie du sie findest. Würde mich natürlich auch interessieren. Jetzt aber noch mal kurz aufgepasst. Ich brauche deine Hilfe und deine Meinung. Ich habe mir überlegt, in Zukunft vielleicht Videos zu machen, wo ich dir ganz persönliche Duftempfehlungen gebe. Das heißt, du kannst mit deinem Anliegen auf mich zukommen und sagen, hey Lisa, ich wünsche mir einen Duft, der einfach viel Jasmin mit drin hat, oder ich wünsche mir einen tabakigen Duft, der trotzdem feminin ist, den ich für abends tragen kann. Hast du mir da nicht mal einen Tipp? Und ich würde euch ganz individuelle Duftempfehlungen geben. Dazu brauche ich aber mal eure Meinung. Findet ihr das cool? Findet ihr es nicht cool? Und wenn ihr Bedarf an sowas habt, schreibt es gerne sofort in die Kommentare. Dann kann ich nämlich schnellstmöglich ein Video machen und dir deine persönliche Duftempfehlung mit auf den Weg geben. Mich würde es auf jeden Fall freuen, aber ich mache es natürlich nur, wenn es euch auch was bringt. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Abonniere den Channel, aktiviere die Glocke, damit du kein neues Video verpasst. Und ich sage bis bald. Ciao, ciao.